Also der Vorteil vom Video war für mich eben, dass der Student selber seine eigenen Gefühle nochmal deutlicher rüberbringen konnte als so ein Text, den man einfach für sich selber liest und dadurch nochmal ein Gesicht auch dem Studiengang in gewisser Weise gibt. Auch um Eindruck zu gewinnen vom Campus und so, das wurde da auch gezeigt. Da hat man schon mal so die Umgebung, die Atmosphäre kommt ja viel besser rüber, wenn man irgendwie sowas, das ist ja mehr lebendiger als irgendwie so ein Text oder so ein Foto. Und dann sagt man, ja, das Interesse ist da, ich möchte mir das mal selber angucken. Und dann ist man hier und dann ist das wirklich so eine Bestätigung, die man dann am Ende hat. Ja, natürlich ist das schöner, wenn da eine Person vor dir steht und dir was erzählt und du eine direkte Bezugsperson hast und dich auch damit, also das zeigt dir ja nochmal ganz andere Aspekte, was für Menschen sind da. Also ich glaube, es gibt eingestaubtere Unis als die hier. Also der erste Eindruck, das ist schon ganz cool, locker, offen alles, sehr transparent, luftig. Auch das, was wir eben gehört haben, war ja auch nicht so spießig. Also mir wird es gefallen, aber ich werde nicht nochmal anfangen zu studieren. Also es ist sein Ding. Vielleicht kann ich ihn da so ein bisschen supporten, dass es auch mal funktioniert, wenn man das Nest verlässt und mal sich auf den Weg macht und was Neues erkundet. Es ist nochmal was anderes im Internet, wenn man da so guckt, was ist hier überhaupt so insgesamt los, dann ist es ja nochmal ein anderer Schnack, als wenn man sich das alles hier vor Augen führt, wie ist das hier geregelt. Und man hat ja auch ein gewisses Gefühl zu bestimmten Orten ja allein schon. Das ist, finde ich, immer sehr hilfreich, ob man sich wohlfühlt oder ob man gleich denkt, oh Gott, nee. Menschen persönlich ansprechen zu können, ist auf jeden Fall viel besser, als irgendwie im Internet sich ein paar Sachen anzugucken und nicht wirklich, weiß nicht, Fragen stellen zu können. Das konnte ich hier auf jeden Fall heute machen. In diesen Seminaren, in den Lehrveranstaltungen werden praktische Probleme von den Studierenden bearbeitet. Es findet Kontakt statt mit Akteuren aus der Praxis, sodass man aus dem Elfenbeinturm in diesem Modul noch ausbricht. Die Berufsaussichten für Ingenieure und Wirtschaftsingenieure sind hervorragend. Nicht zuletzt aus dem Grund, dass in den nächsten Jahren Zehntausende Stellen unbesetzt sein werden und Fachkräfte gesucht werden. Die technische Ausstattung hier ist unglaublich gut. Wir haben eine riesengroße Maschinenhalle, an der man alles Mögliche selber erproben kann, was man in den Vorlesungen gelernt hat. Also ich halte es für ganz wichtig, dass man trotz aller Verschulung, die ein Bachelorstudium mitbringt, eben auch die Entscheidung über das Curriculum, soweit es irgend geht, auch in die Hände der Studierenden zu geben. Das kann man über Wahlmöglichkeiten machen, das kann man über Projekte machen. Wir haben im Prinzip zwei Bestandteile des Majors. Das eine ist die internationale Schiene, verpflichtend für alle, in englischer Sprache teilweise, wo das europäische und internationale Recht, die Grundlagen erarbeitet werden. Und das andere ist eine ganz solide Grundausbildung im deutschen Recht, eben fokussiert auf Methoden und Grundlagen. Es macht einfach Spaß, mit jungen, engagierten, interessierten Menschen zu arbeiten, Erfahrungen, die man gesammelt hat, weiterzugeben, gemeinsam auch was Neues zu entwickeln. Also ich lerne auch ganz viel von denen. Das Miteinander mit den anderen Studenten ist hier was ganz Besonderes, finde ich. Ich habe vorher schon mal an einer anderen Uni studiert und da war das beisammen nicht so gut. Und auch die Betreuung an sich mit den Dozenten finde ich super. Und man macht auch sehr viel mit den Dozenten auch persönlich tatsächlich. Ich fühle mich sehr, sehr aufgehoben zwischen den Leuten hier. Meine Zeit in Lüneburg, ich kann sagen, es war die beste Zeit meines Studiums. Das ist ja so eine kleine Stadt und das gefällt mir sehr eigentlich, weil es nicht so stressig, man muss nicht so viel Sorge machen, man kann hier überall zu Fuß gehen oder mit Fahrrad einfach überall hin. You could really tell it from the architecture of the town. It's so pretty and all the buildings are really unique. And I think that's really important when you're coming from another culture to see just how pretty and different the culture here could be. Ja, einmal hat meine Tandempartnerin mir ein Lied vorgesungen. Das fand ich sehr schön. Das war ganz interessant. Jongwo-Ren, Ai, Chang, Karaoke. Und kannst du jetzt auch singen? Ich kann nicht singen. You have to take your own learning into your own hands, and so you have to pick what topics you want to talk about, and that's what makes it so motivating to actually meet with him every week and talk about topics that are interesting you. But then again, the program's flexible. Buraya gelmeden önce hep böyle Almanlar gözümde soğuk insanlar, işte bira içmeyi severler veya işte çok dakiklerdir. Yani böyle bir
Çok da sıcakkanlılar. Sürekli gülümsüyorlar. Bir yerde gördüklerini tanımadığınız insanlar bile size yolda. Jeden betrifft Cradle to Cradle. Und deswegen ist es heute so wichtig, Vernetzung zu schaffen. Deswegen ist es heute eben auch so wichtig, ins Gespräch zu kommen, damit aus dem Tag heute Neues entstehen kann. Der Ansatz, den die Kunst hier mitbringen kann, dass man einfach vielleicht mal eine andere Perspektive einnimmt, wie man die Welt betrachtet, wie wir die Frage auch stellt, wie wollen wir morgen leben? Und zwar nicht aus der rein Technokraten-Sicht, sondern eben auch aus der Sicht des Lifestyles, aus der Sicht der Lebensqualität und vielleicht auch der Ästhetik. Wir haben die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahren der Technik überlassen und den Ökonomen. Und viel zu wenig über Gesellschaft nachgedacht, über Veränderungsmöglichkeiten in der Gesellschaft nachgedacht, abstrakt überlegt, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben. Wie soll dieses Leben aussehen, das unsere Kinder haben, unsere Enkelkinder? Qualitätsverbesserung können wir nur erreichen, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Das heißt also, Qualität muss eine gesamtuniversitäre Aufgabe sein. Und in diesem Sinne spielt Universität als Gemeinschaft für Qualität eine ganz besondere Rolle. Die Frage nach der Studienwahl ist für viele ein ganz, ganz großes Thema. Sie machen ihr Abi und müssen sich dann entscheiden oder meinen, dass sie sich dann entscheiden müssen, was sie für ihr Leben machen wollen. Und dadurch besteht bei vielen ein ganz großer Druck. Und wir haben als Studienberatung gesagt, wir wollen ihnen da ein bisschen die Angst und den Druck nehmen und bieten deshalb immer wieder freiwillige Workshops an. Lernt, eine gute Frage zu stellen. Und eine gute Frage heißt, hört auch auf das, was euch beschäftigt, hört auf das, was andere schon dazu gesagt haben, aber versucht, eurem Interesse und eurem inneren Drang auch zu folgen. Man lernt die Studenten kennen, man lernt die Dozenten kennen, die Uni an sich, die Gebäude und natürlich auch, wie es hier abläuft. Man sollte auf jeden Fall schon mal hingehen, damit man vor der Startwoche schon alles Organisatorische erledigt hat und dann in der Startwoche dann entspannter in die Projektarbeit starten kann. Ich möchte auch alle dazu ermutigen, einfach ganz viele Fragen zu stellen, ja, damit sie auch sich wohlfühlen hier an der Leuphana. Das Beste an der Startwoche, würde ich fast sagen, war die Teamarbeit quasi in den 15er-Team im Film. Das war eine großartige neue Erfahrung. Wir hatten super viel Spaß. Und es war sehr besonders, sehr spaßig und unvergesslich, ja. Die Aufregung ist immer da und ohne die Aufregung hat man ja gar nicht die Neugier und die Leidenschaft, Dinge zu entdecken und daraus was zu machen. Hauptsächlich viele neue Menschen, die genauso aufgeregt sind wie wir und genauso keine Ahnung haben, dann einfach das zusammen alles entdecken und kennenlernen. Dieses Feuer soll erhalten bleiben. Ich freue mich riesig aufs Masterstudium. Ich freue mich schon wieder drauf, ja. Dass endlich losgeht auch. Der Kickoff war sehr schön und jetzt freue ich mich wirklich auf den Master. Ich glaube, es wird sehr anspruchsvoll, aber ich freue mich. Es ist ein ausgesprochen spannender Ort hier zu sein. Eine Universität, die so einen Innovationsgeist trägt, so einen Veränderungs- und Aufbruchwillen. Und ich denke, das ist eine der Universitäten in Deutschland, wo man im Augenblick sein sollte. Kommt einfach ein gutes Bild vermittelt. So. Also ich werde hier studieren. Der Plan steht.